Dann holen wir mal die geklauten Sachen zurück, ne? Die waren wo? Da oben, ne? Baby. Ich glaube, das machen wir direkt mit unserem Schokoböchen, oder? Imagine das Spiel ohne Chocobo durchspielen. Run like the wind. Das wäre hart. Könnte man das hier gar nicht machen. Yoshis Flatterflug. Was meint ihr? Kriegen wir noch ein Yoshi-Spiel auf der Switch? Bevor sie irgendwann in Rente geht. Dann die Switch 2 kommt. Ich kann nicht ohne Switch leben. How to move on from the Switch, it's impossible. Ist halt nicht mal übertrieben, wenn ich das so sage. Ich habe über 150 Switch-Spiele. Ich hatte noch nie so viele Spiele für irgendwas. Das ist einfach krank. Ich glaube nicht, ich habe das Gefühl, Yoshi Games sind tot. Aber. Was wollt ihr denn jetzt? Es gab doch hier, wie hieß es? Crafted World. Vor 4 Jahren. Ist noch gar nicht so lange her. Sie könnten aber mal Woody's World porten eigentlich. Lump. Ein Lump-Chat, ein Lump. Ich würde meinen Kopf gern behalten, wenn es nicht zu viele Umstände macht. Ich hänge sehr an meinem Kopf. Absurd, ich weiß. Der einfach Oberlump heißt. Das macht mich ein bisschen fertig. Du? Nein, Kiri ist der Oberlump. Der Oberlümmel. Jetzt doch wieder offiziell. Komm schon, Torgel, beißen. Farewell. Süß. Ob ich das Schwert wohl jetzt als Belohnung behalten darf? So ein Sephiroth-Katana. Hätte ich nichts dagegen. Einfach mal mitnehmen. This must be Ignac's luggage. Nothing seems to be damaged. All right. Let's get it back to Dalamel. Natürlich ist das nicht kaputt. Die wollen das ja verkaufen. Warum sollen die das denn kaputt machen? Das macht ja gar keinen Sinn. Er darf wieder ein bisschen raus. Er ist doch keine Nudel mehr. I hear I have you to thank for the return of my effects. What shall I call you, my good man? Wyvern. Glad to make your acquaintance. A formidable name indeed. Well, Wyvern, I appear to be in your debt. Redeem here tells me you wished for an audience. Is that all? A few moments of your time should suffice, yes. You're a peculiar fellow, Wyvern. All right, speak. Master Wyvern was wondering if you could tell him about a certain single-edged Ist das sword klug eigentlich, you diesen Namen recently zu verwenden? acquired? Oh, a true work of art, that one. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get my hands on that sword. It was Ouch. made in the Outer Isles, far beyond the Twins. Hey, da können wir mit And is unserem Boot used hinfahren. exclusively by the practitioners of a unique school of swordsmanship. They believe no combat should ever exceed a single strike and hone their blades to such perfection
that none ever does. Each sword is made for that one perfect stroke, and for that stroke only. They crack upon a second blow. There's a brutal sort of beauty to it, really. But how do they hone such an edge? Das klingt doch ein bisschen nach Verschwendung. Fine question. Why, they use a whetstone, of course. Whetstones, rather. A whole array of them, ranging from the coarse to the fine. 10,000 licks with the sharpening stone, then 10,000 more. But it is the final stone which lends the blade its legendary sharpness. A mineral quite foreign to this great realm of ours. And that is the key. The secret ingredient. Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to services rendered. Take this, together with my regards. Also ich hätte gern ein Schwert, das The mehr als einen Schlag stone aushält. of which I spoke, far rarer among collectors than even the blade itself, and a far more fitting payment. Thank you. Pardon the intrusion, my lordship. However, it is long past time we prepared ourselves to depart. So it is. I am locked in bitter competition with a rival collector of curiosities. I am one step ahead of the unscrupulous scoundrel, but he is hard at my heels. Are there many other collectors out there? Too many to count, but only one do I consider my Natürlich. nemesis. Lord Byron Rosfield. Onkelchen! And is a perennial thorn in my side. I can imagine. Farewell, Wyvern. May our paths cross again. Radim, we mustn't dawdle. Wenn er wüsste. Aber das mit diesen Inseln ist sehr interessant. I think his lordship is rather taken with you, Master Wyvern. Thank you again for your assistance. Coming, my lordship. Gott, der Stein I'll im be Hintergrund right ist there. voll am Glitschen gewesen. Das ist aber auch der erste Grafikbug, der mir aufgefallen ist. Aber ne, wenn wir jetzt ein Schiff haben, gleich, soon, Trust Uncle Byron to find such an interesting rival. very, very No. soon, Let's see what Blackthorn makes of this whetstone, shall we? dann können wir ja theoretisch den Realm of Valisthea auch verlassen. Und was das angeht, bin ich super gespannt, was wir da möglicherweise noch so alles finden, weil das erinnert mich dann wieder so an Final Fantasy IX. Das war ja auch so, ja, hier der Kontinent des Nebels und dahinter ist nichts. Ups, nur zwei andere Kontinente. Nur so zwei andere Kontinente, naja, ups. Oh, warte mal, vielleicht können wir den Hunt gar nicht machen, den ich gerade anpeile, weil da war ja dieser kaputte Wagen. Mal gucken, ob sie den in der Zwischenzeit weggeräumt haben. Ready, go? Die haben ja so ein bisschen den Weg versperrt. Aber wenn wir die Welt hinter Valisthea erkunden, könnte das echt spannend werden. Ich bin aber von Games in Space auch noch nicht ganz abgerückt. Ich fände den Gedanken einfach zu ulkig, Clive in ein Raumschiff zu stecken. Na, guck mal, Straßensperre vorbei. Das erklärt, wieso wir hier noch nicht waren. Wäre halt richtig cool, ne? Monster Viper. Sympathisch. Ich glaube, der war da unten. Schauen wir mal nach. Jetzt zumindest ein bisschen Geld für mich. Und mehr Ruinen. Noch sehe ich aber kein Hand. Time to fight. Nein. Clive, nein.
Vielleicht hier drin? Hallo, seid ihr in Handmark? You deserve a rest. Habt ihr eine Mom? Yep, das ist eine Mom, alright. Ja, Rang C sollten wir wohl easy hinkriegen. Aber ich glaube, hier in der Nähe war noch einer. Ich bin nämlich durchaus motiviert, alle Hands zu machen, muss ich ehrlich Time for the gestehen. pack, is it? Let me introduce you to mine. Kennst du den? So, Mutti, dann komm mal runter. Noch mehr Babys? Oh, okay. Ja, ich mag ihn. Ich auch. Ich dachte, du hast den vielleicht als Mount oder so. Wäre ja jetzt nicht so unwahrscheinlich. Wie viele von denen gibt es denn? Das sind eine Menge wilder Hundekatzen. Der Clive ist nicht zum Anknabbern. Der schmeckt gar nicht. Der ist ganz zäh, der kleine Clive. Au. Ich glaube, so eine Hand hatten wir auch noch nicht, ne? Aber ich denke mal, der Grimalkin kommt gleich runter. Nämlich genau jetzt. And then there was one. Jetzt ist sie richtig sauer, weil ich alle ihre Kinder getötet habe. Sauber. Au. Das tut doch weh. Hören Sie mal. Mir einfach den Hintern ins Gesicht zu knallen. Das gehört sich doch nicht. Ach, der hält die Zeit an. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sieh mal eine an. Danke, Torgel. Die haut aber gerne mit ihrem Popo um sich. Einfach ein Time-Mage, der Cid. Aber vielleicht war das auch von Clive. Wenn ich perfekt pariere, halte ich ja auch ein bisschen die Zeit an. Was das angeht, ist er ja ein bisschen wie Link. Und berühmt-berüchtigt ist er jetzt auch. War das unser 10. Hand? Ich glaube fast schon. That wasn't too bad, was it, Torgal? Na, Hauptsache, die beiden hatten Spaß. So, und ich glaube...
dass hier auch noch was war. Das heißt, wir gucken mal, ob wir da hinreiten können. Wenn wir gerade schon hier unten sind. So lange kann die wilde Meute zu Hause noch warten. Muss ja auch erledigt werden, ne? Wir können ja nicht die Viecher hier in Valisthea rumrennen lassen. Bis auf das Level 50 Viech. Das möchte ich mit Level 34, glaube ich, nicht machen. Ich meine, wir haben gesehen, es geht. Mit Level 35, glaube ich, haben sie es in der Präse gemacht. Aber wenn sich's auch vermeiden lässt, würde ich das wohl noch ein bisschen aufschieben wollen, unseren guten S-Rank. Wenn das der einzige S-Rank ist, muss ich aber sagen, dass ich es ein bisschen schade finde, dass sie den gezeigt haben. Wenn das nicht nur der Auftakt etwas Größeres wäre. So, gehen wir erstmal hier runter. Dankeschön, Dankeschön. Aber die Hunts sind echt okay. Die machen echt Spaß. Bist du mein Hand? Guck mal, plötzlich bin ich in so einer fetten Steppe gelandet. Du bist nicht mein Hand. Dann frage ich doch mal meine schlaue Liste. Einer war noch an Port Isolde, glaube ich. Doch, ich müsste eigentlich genau drauf zulaufen. Bist du hier irgendwo? No need to ride from here. Gefunden. Bist du schüchtern, weil ich Besuch mitgebracht habe? Nein? Habe ich den doch noch nicht unlockt? Bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass doch. Das ist jetzt ein bisschen schade. Aber wir mussten noch den Bomb King holen, ne? Den hätte ich vor lauter fast vergessen. Der war aber, glaube ich, nicht hier. Sondern... hier. Irgendwo. Für den anderen müssen wir dann wohl später wiederkommen. Aber dann wissen wir schon mal, wo es ist. Ist also auch nicht so schlimm. Good girl. So, und jetzt müssen wir... hier weiter, glaube ich. Ich mag gratis Heiltränke. Time to fight. Alles hier will mich töten. Tralala. Ja, ich bin natürlich in die falsche Richtung geritten. Perfekt. Ich kann mich in diesem Spiel leider nicht orientieren. Es tut mir so leid. Deswegen muss ich auch dauernd die Karte aufmachen. Aber ich finde das eigentlich so störend, immer die Karte aufzumachen. Aber wenn ich halt leider keinen Plan habe, wo ich hinrenne, bleibt mir ja nicht viel anderes übrig. Alright. Da wollen wir hin.
Entschuldigung, haben Sie einen Bomber gesehen? Warte, ich bin nicht... Doch. Bin doch richtig. Die Atmosphäre hier im Wald erinnert mich irgendwie auch an mir. No need to ride from here. Ich loote mal schnell, ne? Oh, ich habe vorhin die Kiste vergessen. Mist. Da war noch irgendwo eine Kiste, die wir nicht gelootet haben. Naja. Wird's wohl doch kein 100% Run. Die Mansion aus Twilight Town? Bisschen, ja. Hast du nicht ganz unrecht. So, aber irgendwo muss hier noch eine Abzweigung sein. Hier. Wo ist mein Bomberkönig? Ja, guck mal, ist auch wieder in den Ruinen, ne? Ich weiß ja nicht, was die mir sagen wollen, damit, dass die Hunts jetzt anfangen, ständig in Fallen Ruinen zu sein. Und gleichzeitig, dass die Fallen auch so in Gesprächen vorkommen. Oh, sind wir alle Nachfahren der Fallen? Weiß ich ja nicht. Merkwürdig. Jetzt kommen wir langsam in den juicy Part der Story. So, Krönung. We have here. Greetings, Your Majesty. Der könnte Probleme machen. Vor allen Dingen, weil der keine Dingsleister hat. Man macht Sinn, er schwebt. Er kann nicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Jetzt mal ganz vorsichtig hier mit den jungen Pferden. Oh nein, er hat sich aufgeteilt. Okay. Er ist aber ein wildes Ding. Au! Das ist nicht fair. Junge. Der muss mal seine Nuggets ein bisschen chillen, glaube ich. Autsch. Pleasure already. Ich glaube, die explodieren zu lassen, ist die sicherste Variante, weil das tut echt weh, wenn dich so eine Explosion trifft. Ich habe das ja leider schon mal erleben dürfen. Okay. Ich kann auch Feuer. Jeder andere wäre wahrscheinlich schon längst tot. Jede Nicht-Ifrit-Person wäre wahrscheinlich schon längst zu Asche verkokelt. Sweet. Aber ganz knapp, glaube ich, kein Level-Up. Schade. Your reign is over. Now to collect the ash. Eine This looks like the Kehrschaufel. stuff. Let's see if there's any more. Eine Kehrschaufel wäre jetzt ganz gut. Alles klar, Clive.
Alles klar. So, That should do it. damit The wine needs müssten more than wir... this. He can fetch it himself. Damit müssten wir alles haben. Oh, wow, Wayne im Versteck. Kann ich das irgendwo einsehen? Für die Wissenschaft. Zu Wayne. Ah ja, stimmt, der stand bei mir drum, ne? Okay, passt. Dann haben wir alles. Und können abhauen. Richtig gut. So viele schöne Sidequests. Zuerst Torgel. Torgel first. I noticed you and Torgal had gone off somewhere. Take him for a walk, did you? You could say that. Hat Torgel eigentlich ein Hundeklo? Wenn er mal muss? So, Molly's leftovers weren't good enough, eh? That'll teach me for treating you like you're still a pup. All right, no need to shout. Now we know what you're after, I can see about getting some in. Speaking of which, I brought one for later. Can I leave it with you? Alles für Torgel. Nur das Beste für You Torgel. can, aye. I'm nice like that. In return, you can thank Tomes for me. The bloody know-it-all. I was just on my way to see him. Bin so froh, dass es ihm besser geht. Torgel darf halt wirklich nichts passieren. Torgel ist der eine, der am Ende überleben muss. Ich hab doch hier gerade so eine Lesemarkierung gesehen. Nein? Okay. Ah, Clive. Were you able to locate your quarry? We were indeed, Lawsman. You pointed us in exactly the right direction. And Torgal's been a very happy hound ever since. Very good, very good. Lady Karen sends her thanks, by the way, for your part in solving the mystery. Ah. But that reminds me. After your last visit, I found myself pondering Torgal's talents. Do you recall our conversation concerning Lady Jill's role in Torgal's transformation? About how she somehow woke the power within him. Precisely that. A reasonable conclusion, I thought. But one which raised certain questions in my mind. You see, the Fenrir of legend served Shiva and Shiva alone. And while the powers attributed to him are certainly impressive, the records imply they are somewhat different in nature to those you described Torgal as having used. What are you suggesting? That Torgal may be the beneficiary of more than one icon's power. Beide Consider einfach? that in addition to Lady Jill, he has served as a loyal companion to you, your brother, and even the late Cid. In short, the icons hitherto near at hand, or should I say at paw, have been diverse and plenty. Torgel einfach ein And that number Multigod. has only grown as the realm's dominance have fallen to your sword. One can but speculate as to how all of this has affected Torgal. He has seemed more fierce of late. Multigod If I'm not Torgel. mistaken, he will grow fiercer still. We are fortunate indeed to be able to count him amongst our allies and not our adversaries. Beschrei's nicht. Oh, he's more than an ally. Gut, dann wissen wir ja jetzt, He's a wer friend. Clive in Check hält, wenn er mal durchdreht. Wenn Clive durchdreht und er die Kontrolle verliert, darf ich hoffentlich Torgel spielen und ihn zur Vernunft bringen. Ich hatte auf Joshua spekuliert, aber Torgel ist auch okay. Krawalls-Reißzahn. Selbst ein legendärer König mit einem imposanten Gefolge aus tapferen Rittern und dem Segen des Himmels hätte es fast nicht geschafft, den Krieg zwischen den Völkern zu beenden und Valisthea zu vereinen. Zum Glück hatte er Hilfe von einem fabelhaften Tier, seinem treuen Hund Krawall.
Cool. Emotional Support Dog mal anders. Ja. Ich habe halt wirklich Angst davor, dass uns Clive irgendwann mal zumindest temporär entgleitet. Wegen der ganzen Mythos-Geschichte. Und falls ich euch erinnern darf, den allerersten Kampf in diesem Spiel haben wir als Phönix bestritten. Und nicht als Ifrit. Foreshadowing? Maybe. Sorry for the wait. But hopefully you'll agree it was worth it. You learned something about that sword then? I did better than that. Ich habe den ganzen Wetzstein mitgebracht. Ein Stück harten Gesteins aus Übersee. Seine unvergleichliche Härte macht es perfekt zum Schärfen von Klingen, ganz egal aus welchem Metall sie geschmiedet wurden. Ne, weil es ist nicht so undenkbar, dass er zwischendurch mal ein Upsi macht. Yes. But not one you'll find anywhere in Valisthea. Und contained werden muss. Nur so 10 Minuten oder so, aber könnte halt schon passieren. Lieber vorbereitet sein. Get the same finish on the grinding wheel. One hit and all done, eh? Might not be so bad if all you ever fought were duels. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how good you were. Even so, is there some way it could be used to give the curse breakers an edge? I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of steel, I could probably even make a twin of the blade to rattle me. But there'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon we get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly, and that would see them through a single fire piece. Nah, no point trying to copy that thing. Be about as much use as a wax anvil. But finishing our blades with a whetstone this fine, now that's something to consider. And what's finer than fallen masonry, eh? Or more hard-wearing, for that matter. Just imagine it. Good Valisthian steel with an edge as sharp as any found in the Outer Isles. I won't make a copy, nah. I'll make something much better. I'm sure the curse breakers will be delighted. Just don't push yourself too hard. Don't you worry about me, sunshine. I've been working day and night since I was half your age, and I'll still be here when you're long gone. Hey, thanks, Clive. I mean it. I owe you one, August too. It's good to know someone's looking out for me. You'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make's got your name on it. Ja, You apropos. come and find me when you've got the materials. All right. I will. Ich finde das halt super spannend, wie diese Outer Isles jetzt so mehr in den Fokus gerückt werden in den Sidequests. Weil wir wissen ja, dass Cid auch nicht aus Valisthea kommt. Anscheinend. Excalibur-Bauplan. Oh, da schlägt mein Final Fantasy 9 Herz aber höher. Eine Anleitung zum Schmieden eines Schwerts, das dem eines legendären Königs in nichts nachsteht. Sweet. Und wir bauen jetzt ein Schiff. Und so. Ja, nice. Hoffentlich gibt es kein Excalibur 2, das möchte, dass ich das Spiel in unter 12 Stunden durchspiele. Dann bin ich aber raus hier. Back, are ya? What's that for you, dear? Und ich kann's einfach schmieden. Fuck yeah. Ey, mit Excalibur wirst du zum Ritter der Torgelrunde, aber wirklich. Auch wenn moderne Theaterstücke wie die Abenteuer des Sir Crandall sich viele dichterische Freiheiten herausgenommen haben, sind sich Historiker einig, dass Valisthea einst für kurze Zeit unter einem einzigen König und seiner treuen Gefolgschaft von Rittern vereint war. Ob er tatsächlich gekrönt wurde, weil es ihm gelang, ein Schwert aus einem Fels zu ziehen, bleibt jedoch ein Rätsel. Und das sind lustigerweise genau die beiden Sachen, die wir gerade geholt haben. Let's go. No scratches, right? Das können wir wahrscheinlich nicht noch weiter verbessern. Leider nicht. Wo kriege ich bloß nochmal Elektrum her? Weil ich glaube, ich kann die Hans, glaube ich, nicht doppelt machen. Ah, warte, ich habe den schon. Aber ich brauchte doch für irgendwas nochmal? Nein? Oh, ich habe beides. Okay, nevermind. Ich verliere langsam den Überblick.
So ein kleines bisschen. Wir haben aber halt auch schon echt viel Zeug gemacht, muss man sagen. Kann man schon mal durcheinander kommen. Fine. Okay, dann Owain. Owain. Ich fürchte nur, wir werden tatsächlich kein Biggs und kein Wedge mehr sehen. Ich fürchte, Sir Wade und Sir Tyler sind die neuen Biggs und Wedge. Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, es gibt sie auch nicht in jedem Game. So, hier. Für den Filter. All right there, Cid? How's that hunt for the bomb ash going? I have it here. Bomberasche. Es wird angenommen, dass die Neigung der Bomber, sich bei gewaltsamen Auseinandersetzungen selbst zu zerstören, eine Form des kollektiven Schutzes ist, ähnlich wie eine Honigbiene jeden sticht, der ihrem Bienenstock gefährlich wird, obwohl sie dabei ihr Leben verliert. Okay. That's the stuff. And plenty of it, too. Enough to keep the alembic bubbling away for a good old while. You're a gent, Cid. Let nothing say otherwise. Right then. Let's get this contraption up and running. Ich glaube, Bomber sind einfach nur richtig sauer. Hä? Nee. Was? Bist du sauer? Niemals. Es klang, als hätte er so eine Mülltonne auf und zu gemacht. There we have it. The Telemon Alembic. And it works just like the chief said it would. Very impressive. Says the man who cut down a burning boulder. Speaking of which, I still haven't returned the favor. There's no need. The good it will do for the hideaway is reward enough. Don't be silly. Why don't you let me take a look at that bag of yours? The one you keep your potions in. Reckon I could work some magic on that. Machst du sie potenter? What kind of magic? Well, we happen to have isolated a substance in our test run of the alembic that I reckon will make even the toughest lever supple as anything. Thought we might use it to breathe new life into old boots and the like. Save the hideaway a few gil. Ah, I reckon if we slap a bit on your bag, it'll loosen it up enough for you to squeeze in a bottle or two more. Yay! Well, it can't hurt to try, I suppose. That's the spirit. Leave it with me. I'll only be a mo. Wobei man ja auch sagen muss, es macht irgendwie Sinn, dass Clive nicht so 1 Milliarde Sachen mitnehmen kann. Wenn man es jetzt mal mit Linkstaschen vergleicht, die unendlich tief sind. Well, what you reckon? It certainly feels more flexible. Right? Told you. Thank you. I think. No. Thank you for supporting Mid and the rest of us in our endeavors. Without you, we'd never have been able to discover wonders like that stuff I rubbed on your bag. And I'm telling you, there's plenty more where that came from. Ich bin bereit. Gib mir all die Sidequests. Und wenn wir jetzt die nächsten 10 Stunden nur Sidequests machen, ich bin bereit. Behandelter Trankbeutel. Würde man die gleiche Substanz, die das Leder von Clives Beutel dehnbar gemacht hat, auf ein paar Stiefel anwenden, hätte dort vermutlich jeder noch so große Fuß Platz. Wird zur Vergrößerung der Inventarkapazität von Mitteln benötigt. Wie viel größer ist es denn? Ich hoffe nur, das schmieren sie nicht auch auf andere Dinge. 6 Heiltränke, 4 Supertränke. Okay, das ist ein bisschen was. Ein bisschen was. Kann man nicht meckern. Hat was von den großen Feen. Ja, schon irgendwie, ne? Ich hoffe nur, die polieren damit keine Schwerter. Weiß nicht, wie ich das Taya erklären soll. Da ist der Kopf noch dran. So halbwegs. Good. Still alive, I see.
Ist einfach die So Lady Goat. Karen accepted the ruby. Ah, about that. I tried my best, but she was just too stubborn to take it. She threw it right back in my face, in fact, and told me I could stick my stupid stone where the sun don't shine. Karen refused payment. I hope it wasn't something I said. I'm sure you were as tactful as ever. Let me see what I can do. Oh, wonderful. I hope you have better luck than I did. Jetzt hatte ich mir so eine schöne Route ausgemalt. Und der Typ verkackt einfach. Na gut, lass uns einen Blick aufs Board werfen. Und mehr Abenteuer von Nektar, dem Furchtlosen, hören. Ich habe eine tolle Geschichte für dich, Clive. Weißt du, vor langer Zeit reiste ich zu den Inseln westlich von Storm. You mean the Iron Kingdom? Eisernen, in unserer Sprache nennen wir sie die Öfen. Und die Meeresenge, die sie vom Festland trennen, nennen wir die Abschreckwand. Jedenfalls reiste ich entlang der damäkischen Küste, als ich in der Ferne helle Lichter und dunkle Schatten sah. Ich dachte, vielleicht sehe ich dort tatsächlich riesige glühende Schmiedeöfen. Stattdessen fand ich nichts als von der Fäule überzogene Felsen. Eieieiei. Ja, gut, dass er nicht da geblieben ist, sonst wäre er jetzt ein schwarzer Mugel. Das schöne weiße Fell wäre bestimmt ganz schmutzig geworden. So, nur den habe ich nicht gefunden. Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Und das hier ist ja der... Ich meine, der Zerstörer der Welten klingt schon so als, also, you know. Schwierig. Ich gucke nochmal, ob wir eine Möglichkeit haben, den eventuell zu lokalisieren. Ach nö, der wäre auch da gewesen, wo der andere Typ ist. Ja, dann warten wir, bis der Ten of Clubs freigeschaltet ist und nehmen einfach beide mit. Ich denke, das ist am einfachsten. Ich hoffe einfach mal, dass man das nicht verkacken kann. Also, dass du theoretisch auch ganz am Ende alle am Stück machen könntest oder so. Das ist halt meine große Angst, ist, dass sie irgendwann gelockt werden. Mid told me she was building a ship. Aber ich hoffe einfach nicht, dass das passiert. Bin ehrlich gesagt aber auch zu feige, Missables zu googeln und mich wieder spoilern zu lassen über sowas. Passiert immer. Immer. Lady Karen, Goat tells me you weren't happy with our offer. Would you prefer the debt was repaid in coin? What debt? I don't recall lending any of you lot me hard-earned gil. I may have tossed a talent or two in the Hideaway's coffers, but those were donations, and you can hardly call it charity if you go asking for it back. Of course not. But one good turn deserves another. And our circumstances have changed. Surely you wouldn't shun the gratitude of a pauper who happened to have become a prince. Oh, so you're a prince now, are you? Fine. But I'm selling it and taking what I'm owed, then you're getting the rest whether you like it or not. Das klingt doch nach einem fairen Angebot. Oh, und wie schick das Excalibur ist, guck mal. Where'd you even get this? A decent trader might nab 1,000 talents for a star ruby. A canny one, meanwhile, might claim it were nicked from the belt of Cid the Outlaw himself and ask twice as much. Might be I already have a buyer in mind. Might be you even know her. A fine continental maid whose beauty's only eclipsed by a guile in commerce. You wouldn't mind, would you? Not at all. Just be sure to tell her that it's always a pleasure doing business. Meint er damit den Wüstenhasen? Weiß nicht, ob Bluebor so viel Geld hat. I hear you ended up delivering all 3 stones. Thanks to this lump. I sometimes wonder what I pay you for. Speaking of which, I still haven't been paid last month's wages. Oh, so you remember what's owed to you then? Get your ass behind that disc of yours and don't get up before those ledgers are square. Right away. I've seen that before. Yeah. Plenty of times.
It was the only goblet Cid ever used, either out of habit, or because the filthy sod couldn't be bothered to find a clean one. I knew so little about him. Like most people. Martha and the Dame both seem to have fond memories of him. I bet they do. How long did you know Cid before he... Before he died. 20 summers, give or take. Back in the day, I was a purser on a trade ship, which is where I met him. He bought passage to... I forget where. And having nothing better to do on the long nights, we sat up drinking island rum till the morning bell dragged me back to my duties. Quit my post not long after that, on account of making a fine maiden's belly fat. But me and Cid stayed close, promising we'd one day sail the seas again. That was before fate stepped in and said she was having none of it. The magic woke inside my son soon after his first name day, and there was no hiding his knack. Couldn't you and your family have... My family were the ones who summoned the constable, wanted the monster taken away. I couldn't turn my back on him, forget what I felt, and I couldn't for the life of me understand how they could. Luckily, Cid was of the same mind as me. It was him who stood beside me when all I wanted was to tear the whole world down. Him who cried for me when I had no tears left of my own. Him who swore he'd do everything he could to stop it from happening again. And he was true to his word, too. Left the Royal Army once and for all. His ranks, his ribbons, gone. Just like that. Threw away everything he had. All to right a wrong that no one else had the courage to face. I knew then I'd follow that man to the ends of the earth. Aber die Sidequests sind ja so kacke. What the fuck, Mann? Immer genau in die Wühls. He was always too clever for his own good, was Cid. Saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the lie we were shown. And it can't have been easy, bearing that burden alone. But he didn't let it stop him. He never lost faith in what he believed was right. And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. So I swore to myself that I'd always be right behind him, ready to catch the stubborn sod, if ever he should fall. But I couldn't even do that. Ignore me. Just the ramblings of a tired old man. Leave that lot. I'll tidy it up in a bit. This is Cid's handwriting. Dear Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. Love you, you grumpy old sod. This note. What about it? Cid was right. Without you, we'd all be lost.
should have bloody well said so then. Just once. Before he went. But then, why would he? Him, or anyone? I'd only have told him to piss off. You're wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. It was all of us. I just shoved people in the right direction, and I barely seem to be able to do that anymore. Would you rather go at the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto. Before you go, Cid would have wanted you to have this. But that's... This'll do me just fine. Thanks for the ray of sunshine. I'll see if I can't pay you back. Already have. Oh Mann, ich kann doch keine alten Männer weinen sehen. Mach das doch nicht mit mir. Cids Kelch, den er laut Otto nie gespült hat, obwohl er täglich ein Schlückchen Wein oder ein Bier daraus trank. Aber lass dir davon nicht den Durst verderben. Ach, Mann. Warum ist das Spiel so toll? Hm? Ach. Und wir können die Tempos gleich oben behalten, weil jetzt gehen wir Cids Grab besuchen. All right, Clive. Asterix. We'd finished sending half the hideaway traipsing across the twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. She said that? In those words? She did, yes. Clive? Were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. I might still be able to catch her. Mid told me she was building a ship. Is that the thing Tomes helped? Obeleth, have you seen Mid? Yep. In a boat, going that way. Mädchen. Then I'm too late. You in a hurry and all, are you? Oh, I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post-bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obeleth. Don't mention it. Okay, vielleicht gehen wir doch noch nicht zum Grab. What tidings, Uncle? Bitte um Unterstützung. Mein lieber Junge, meine Reise nach Canva war ein voller Erfolg. Der Freund, den ich erwähnte, hat sich bereit erklärt, nicht nur seinen Gilbeutel für uns zu öffnen, sondern auch sein beträchtliches Wissen über die Vorgänge in der Stadt mit uns zu teilen, wodurch ich auch von den Bemühungen einer gewissen jungen Freundin von dir erfahren habe.
Ich persönlich hege keine Zweifel, dass Fräulein Telemons Vorhaben ein edles ist, doch ich gehe davon aus, dass die Canvasche Gilde die unerlaubte Benutzung ihrer Werften nicht gutheißen wird, egal ob diese verlassen sind oder nicht. Wenn die Gerüchte bereits meinen Freund erreicht haben, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis ihr die Gildenmeister auf den Leib rücken. Deswegen schicke ich dir diese Nachricht. Ich hatte gehofft, deinen Meisterspäher Gav für 1-2 Monate auszuleihen, damit er hier die Augen für uns offen hält und uns vor eventuellen Angriffen warnt. Ich bin sicher, dass du die Vorteile dieses Arrangements erkennst. Dein Lieblingsonkel Byron. Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. Immer Ärger mit dieser Familie. So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? It, seems that way. Well, nothing we can do about it now. But next time you plan on visiting Cid, you might want to tie her to something before you suggest it. Ah, don't be so hard on her. Gotta admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Just like when we built this place. You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway? I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Cid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. Aber Otto, Gav und Byron sind auch so ein Pulverfass, bei dem ich auch nicht weiß, ob das so gut ist, wenn die beiden zusammenhocken. Cids Vermächtnis. Der Staub hat sich gelegt. Von der einst belebten Zuflucht, die für so viele ein Zuhause war, ist nichts mehr geblieben. Oh Gott, mein Herz. Das ist wie mit den Bombern. Ja, eine richtig fette Party. Well, Cid, I remember what you told me. But if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Kuka is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Or can he? Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Good. Und Karen. Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies.
It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The Blight marches on. And soon, there will be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every Mother Crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the Crystalline Dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Good. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them? Oh, thanks, Nan. Nicht so schütteln, sie ist Stop alt. that, you'll break me bones, you great galoot. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. Ist richtig happy, Mann. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goot. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Bocklad. Das ist ganz witzig, wie sie Guts aussprechen und der Händler ist. You know. But that's John, not his you're name. with me. Understood. And Gav, Already on my way, Captain. be careful. Aren't I always? Mann, ich liebe die Rasselbande so, aber jeden einzelnen von denen. Alle. Do you see that, Cid? Your protege's making a proper little outlaw of himself. Uff. Okay, ich glaube, bevor wir nach Bocklad aufbrechen und dann das Crystal Dominion ansteuern, wo ja auch Joshua und Dion sich gerade aufhalten, und dann gleich das nächste Elend passiert, muss ich mich erst kurz ausweinen. Das war jetzt alles sehr emotional. Right in the fucking feels. Ich bin sehr happy, dass sie das immer noch können. Ach, es ist einfach so fantastisch. Bin gleich wieder da.